2021 verzauberte das Koop-Meisterwerk It Takes Two Spielerinnen und Spieler auf der ganzen Welt. Das kreative und abwechslungsreiche Actionspiel kam aber nicht nur bei Gamern super an, sondern auch bei ihren Geschwistern, Omas, Pizzaboten und Hamstern. Denn während der Pandemie lockte It Takes Two dank des Splitscreen-Koop-Modus selbst Leute an die Bildschirme, die sonst nicht so viel mit Videospielen am Hut haben. Man konnte ja sowieso nicht raus, warum dann nicht gleich zusammen zocken? 2025 will das Entwicklerstudio Hazelight diesen Erfolg mit Split Fiction wiederholen und setzt auf die gleiche Formel. Ab dem 6. März könnt ihr euch also wieder auf Splitscreen-Action mit viel Abwechslung freuen. Wir haben das 15 Stunden lange Koop-Abenteuer durchgespielt und verraten euch, ob ihr euren zweiten Controller mal wieder herauskramen solltet oder ob er weiterhin als Staubfänger im Regal liegen bleiben darf. Bevor es losgeht, hat aber mein Kollege Micha noch was für euch. Hallo, ich bin Micha und ich habe vor über 20 Jahren mal Französisch in der Schule gelernt. Also schauen wir doch mal, was da so hängen geblieben ist. Bonjour, je m'appelle Michael et je vous... Fromage. Ja, ist es lange her und ja, ich habe viel vergessen, aber ich habe da einen Trick. Hört euch das mal an. Bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous prenez autant de plaisir à regarder nos vidéos que nous avons eu à les réaliser. Das war übersetzt mit Doubly AI, das Videos lippensynchron mit nur einem Klick in 28 andere Sprachen übertragen kann. Und weil das bei unseren Tests super funktioniert hat, setzen wir Doubly AI jetzt auch bei unseren eigenen Videos ein. An dieser Einblendung hier könnt ihr erkennen, wenn ein Video in anderen Sprachen verfügbar ist. Einen Link zu Doubly AI findet ihr in der Videobeschreibung. Also schaut da gerne mal vorbei und jetzt, wie wir auf Portugiesisch sagen, muito obrigado pelo vosso tempo. Continuem a divertir-se com o vídeo. Oh, okay. Die beiden Autorinnen Zoe und Mio haben beide den gleichen Traum. Sie wollen ihre Geschichte veröffentlichen und mit dem Schreiben Geld verdienen. Zoe liebt Fantasy, Mio steht auf Sci-Fi. Hoffnungsvoll folgen sie aufgrund ihres großen Traumes einer mysteriösen Einladung vom Verlagskonzern Raider. Der will die beiden aber nicht mit einem Autorenvertrag ausstatten, sondern bietet ihnen ein ganz besonderes Experiment an. Raider sperrt mehrere Schriftstellerinnen und Schriftsteller in einem futuristischen Gerät in Sphären ein. Cool, das Gerät teleportiert die Heldinnen in ihre selbstgeschriebenen Geschichten und Welten. Nicht so cool, Raider ist böse und will auf diese Weise die kreativen Ideen aller Autoren klauen und die dann weiterverkaufen. Mio will das Experiment in letzter Sekunde abbrechen, es kommt zu einer Rangelei und schwupps landet sie in derselben Kapsel wie Zoe. Ich hab gesagt, ich will gehen. Ich schwöre, dass es absolut sicher ist. Von mir. Nein, Sie kommen jetzt mit mir. Hören Sie, alles ist gut. das Sie hier können bei nicht... uns? Nein! Zusammen finden Zoe und Mio schnell eine Möglichkeit, mit der sie ihre Storys beschützen können. Sie müssen lediglich ihre Geschichtsstränge durchspielen und dabei Glitches einfangen. Damit löschen sie ihre Geschichten aus der Simulation und Raider geht leer aus. Gut, dass die beiden so kompetente Unterstützung haben, nämlich uns. Oder euch, also die Spieler eben. Übrigens, wie schon bei It Takes Two reicht es auch bei Split Fiction, wenn nur einer das Spiel besitzt. Der Koop-Partner lädt sich einfach den sogenannten Friends Pass kostenlos herunter, der Spielbesitzer eröffnet ein Online-Spiel und ab geht's. Alternativ könnt ihr natürlich auch wieder im lokalen Koop auf dem Sofa spielen. So, zurück zum Gameplay. Pro Kapitel spielen wir entweder Zoes oder Mios Geschichte. Die Fantasy-Welten schlagen einen vergleichsweise entspannten Ton an und strotzen nur so vor Magie und verschnörkeltem Design. Die Sci-Fi-Stories drehen hingegen ihren Boom-O-Meter bis zum Anschlag auf. Hier flitzen wir von einer Verfolgungsjagd in die nächste, während links und rechts von uns Konzerngebäude und fliegende Cyberautos explodieren. Wie schon in It Takes Two bekommen Zoe und Mio in jedem Kapitel neue Fähigkeiten oder Werkzeuge, die sich mit laufendem Fortschritt wandeln oder weiterentwickeln. Beispielsweise verwandeln wir uns in Zoes Fantasy-Welt in Groot. Mit ihm können wir Pflanzen und Gegenstände bewegen und später sogar die ganze Natur kontrollieren. Split Fiction bietet also nicht nur mit jeder Geschichte neue Mechaniken, sondern stellt uns mit solchen Einfällen auch innerhalb eines Kapitels immer wieder vor neue Rätsel und Herausforderungen. Die lösen wir dann genau wie in It Takes Two im Team. Nur wenn wir unsere Fähigkeiten kombinieren, kommen wir weiter. Hazelight beweist mal wieder, wie viel Kreativität in den Entwicklerköpfen schlummert. Die Rätsel sind leicht verständlich, die Level fantastisch durchchoreografiert und die meiste Zeit flutschen wir durch die Kapitel wie ein eingeölter Badegast durch eine Wasserrutsche.
Wir schwingen uns an Wänden und LKWs entlang, öffnen Wege, damit unser Koop-Partner an einem Hindernis vorbeikommt, sprechen uns online oder per Couchgespräche ab, um ja das richtige Timing nicht zu verpassen, wenn wir auf einen fetten Schalter drücken müssen, oder kichern im Discord oder auf dem Sofa vor uns hin. Denn auch der Humor kommt nicht zu kurz. Natürlich haben die Entwickler mal wieder alberne Ideen und lustige Herausforderungen eingebaut. Am liebsten würden wir euch davon erzählen, beißen uns jetzt aber stattdessen ganz fest auf die Zunge. Denn auch das gehört zum Spaß von Split Fiction dazu. Also nicht jetzt auf die Zunge beißen, sondern wir wissen nie, was uns als nächstes erwartet und freuen uns wie kleine Kinder, wenn das Spiel klassische Plattformer-Level plötzlich in einzigartige Spielabschnitte verwandelt. Split Fiction bleibt die gesamten 8 Kapitel abwechslungsreich und serviert uns in jedem Level zahlreiche neue Ideen. Und nichts fühlt sich dabei nach unnötiger Wiederholung oder langweiligem Copy-Paste an. Selbst die Bosskämpfe bleiben bis zum Schluss vielfältig überraschend. Und Stichwort Bosskampf, jedes Kapitel setzt uns mindestens einen Endboss und oft noch bis zu 2 Zwischenbosse vor. Und selbst hier bleibt Split Fiction abwechslungsreich. Die Gefechte sind oftmals nicht nach einer Phase vorbei, es folgt in der Regel eine zweite oder sogar dritte Phase. Das treibt uns regelmäßig Schweißperlen auf die Stirn, auch weil die Schwierigkeit der Bosse seit Hazelights letztem Spiel ordentlich zugenommen hat. Konnte ich nur hier lang? Split Fiction ist insgesamt deutlich flotter als sein Koop-Bruder It Takes Two und erfordert dadurch auch mehr Geschick und schnellere Reaktionsfähigkeit. Für geübte Spieler ist das kein großes Problem, wer schon mal einen Plattformer gespielt hat, wird gut zurechtkommen. Wenn ihr aber mit jemandem spielen wollt, der oder die sich mit Zielen, Springen und längeren Geschicklichkeitspassagen schwer tut, dann könnte hier auch schnell der Spielspaß flöten gehen. Immerhin, als Hilfestellung könnt ihr in den Optionen einstellen, dass ihr bestimmte Szenen einfach überspringt, wenn ihr sie auf Teufel komm raus nicht schafft, oder dass euer Charakter keinen Schaden in Kämpfen abbekommt. Das kann beides helfen, denn nicht jeder Kampf verlangt von uns, dass wir Attacken ausweichen, kleine Sprungkunststücke aufführen und dann im richtigen Moment zuhauen. Im Laufe des Spiels treffen wir nämlich immer wieder auch auf Gimmick-Bosskämpfe, die etwa wie ein besonderer Plattformlevel ausfallen. Hier spielen wir zum Beispiel eine spezielle Variante von heiße Kartoffel und müssen die Bomben rechtzeitig zum Ziel bringen, um den Spielleiter-Roboter auszuschalten. Neben Hüpfen und Bossbekämpfen gibt's aber noch mehr. Erinnert ihr euch noch an die zahlreichen Minispiele aus It Takes Two? Dort vertrieben wir uns mit Schach, Rodeo, Eisstockschießen, Rennen und noch viel mehr die Zeit. Split Fiction geht bei den Nebenbeschäftigungen einen Schritt weiter und tauscht diese Spielchen gegen vollwertige Nebenmissionen ein. Insgesamt gibt's 12 Nebenstränge über 4 Kapitel verteilt. Und die solltet ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen. Denn hier eskalieren die Entwickler kreativ so richtig. Die kleinen Kapitel entführen meine Koop-Partnerin und mich nicht nur in weitere Sci-Fi- und Fantasy-Welten, sondern auch in wilde Kindheitsträume von Zoe und Mio. Mal wälzen wir uns als Schweinchen im Dreck und futtern Äpfel, mal schießen wir in 2D fette Raumschiffe ab, während wir vor Lasern und Bomben ausweichen. Die Nebenstränge sind kurzweilig, albern und machen so viel Spaß, dass wir uns manchmal wünschten, sie würden nicht so schnell zu Ende gehen. Immer ein gutes Zeichen. Das gleiche können wir leider nicht ganz für die Hauptstory sagen. Die Kapitel der Hauptstory fallen insgesamt immer ein kleines Stück zu lang aus. Ja, sie bieten unglaublich viel Abwechslung und am Ende macht auch jedes Level durch die kreativen Ideen und abwechslungsreichen Gameplay-Mechaniken viel Spaß, aber trotzdem geht jedem Setting gegen Ende die Puste aus. Ein Kapitel dauert ungefähr bis zu 2 Stunden. Anders als in It Takes Two hört Split Fiction aber nicht dann auf, wenn es gerade am schönsten ist. Darunter leidet das Pacing vor allem in der ersten Spielhälfte. Ein bisschen leiden wir ebenfalls, weil die Steuerung immer mal wieder sehr fummelig ausfällt. Gerade in Kämpfen und beim Zielen fällt auf, wie unsauber das Spiel unsere Eingaben übersetzt. Auch in Sprungabschnitten reagieren Zoe und Mio nicht immer perfekt auf unsere Befehle. Und versteht uns nicht falsch, natürlich sitzt manchmal bei gescheiterten Versuchen das Problem vor dem Monitor. Wenn aber zum Beispiel die Anzeige für den Greifhaken nicht auftauchen will, weil wir mit Zoe einen Pixel zu weit nach rechts gesprungen sind, dann ist das einfach nur ärgerlich. Und bei einem derart durchgetakteten und durchdachten Spielfluss fallen solche kleine Fummelmomente halt umso mehr auf. Mio, wunderst du dich nicht auch, woher diese ganze Aggression kommt? Wann immer du dazu bereit bist. Bei der Story schlägt Split Fiction einen überraschend ernsten Ton an. Auch It Takes Two setzte bereits auf eine traurige Prämisse. Cody und May wollen sich scheiden lassen, als sie dann von ihrer Tochter in Puppen verwandelt werden und wieder zueinander finden müssen, um den Fluch zu brechen, schlägt die Geschichte aber schnell eine herzerwärmende und leichte Richtung ein.
Die Story ist schon nicht unwichtig, aber insgesamt eher Beiwerk, lenkt nicht vom Gameplay ab und zaubert uns 2021 das ganze Spiel über ein Lächeln auf die Lippen. Split Fiction geht da weiter und schreckt auch nicht vor dunklen Hintergrundgeschichten, Traumata und Kritik an gierigen Konzernen zurück. Wir wollen euch natürlich keinen Story-Twist vorwegnehmen, der Grundtenor der Zwischensequenzen steht aber oft in starkem Kontrast zu sonst so fluffigen Koop-Action. Geld zurück? Was hat denn diese Geschichte inspiriert, Mio? Nicht jetzt, Zoe. Gerade spielen wir noch ein pupsendes Schwein, das mit einem Regenbogen durch die Luft segelt. In der nächsten Sekunde konfrontiert uns das Spiel mit Mios trauriger Vergangenheit. Im späteren Spielverlauf nähern sich Gameplay und Story stärker an. Gerade in den ersten Kapiteln verpassen uns die Cutscenes allerdings regelmäßig einen Dämpfer. Während uns nach einem anstrengenden und spaßigen Kampf noch das Adrenalin im Blut pocht und wir über die fantastischen, albernen Ideen der Entwickler kichern, serviert uns das Spiel nur wenige Sekunden später den nächsten traurigen Moment. Gehört ein hübscher Arsch ganz allein mir. Wovon redet sie da, Mio? Blöd, so richtig fesseln uns dabei die Hintergrundgeschichten der beiden Heldinnen auch nicht immer. In der ersten Spielhälfte sind Zoe und Mio so unglaublich eindimensional, sie könnten glatt aus einem Buch mit dem Titel Karikaturen 101 entsprungen sein. Zoe ist immer fröhlich, nett und leicht zu begeistern, Mio ist distanziert, genervt und möchte gern cool. Wir bekommen kaum andere Facetten zu Gesicht und so wirkt die plötzliche Charakterentwicklung zur Hälfte des Spiels etwas unrealistisch und erschwert die Bindung zu den Charakteren. Ob eine Story mit ernsten Themen zu einem Koop-Erlebnis passt, das sich spielt, als hätten die Entwickler alle Spiele dieser Welt in einen Topf geschmissen und sie mit Halluzinogenen verfeinert, muss am Ende aber jeder für sich selbst entscheiden. Das klang jetzt ganz schön negativ, aber trotz der kleineren Kritikpunkte, der Gameplay-Teil ist wirklich eins der besten Koop-Erlebnisse, das ihr aktuell bekommt. Lediglich die düstere Story verpasst dem Spielspaß einen kleinen Dämpfer und auch insgesamt fühlt sich Split Fiction durch die vielen kleinen Ungereimtheiten nicht ganz so rund an wie sein Vorgänger. Trotzdem verzaubert uns Hazelight erneut und führt uns vor Augen, warum wir Videospiele so sehr lieben. So etwas funktioniert nur als Spiel. Das kann kein Film, kein Buch. Split Fiction ist damit ein großes Highlight des Spielejahres 2025 und ein Muss für alle Koop-Fans.